Göbekli Tepe ist eine archäologische Stätte im Südosten der Türkei, die als einer der ältesten bekannten Tempelkomplexe der Welt gilt. Datierungen legen nahe, dass die Stätte auf etwa 9600 vor Christus zurückgeht, was sie älter macht als die ägyptischen Pyramiden. Göbekli Tepe ist also etwa 11.000 bis 12.000 Jahre alt und stammt aus der frühen Jungsteinzeit, dem Neolithikum. Die offizielle archäologische Sichtweise besagt, dass Göbekli Tepe von prähistorischen Jägern und Sammlern errichtet wurde. In dieser Hypothese werden wir jedoch die Möglichkeit untersuchen, dass Göbekli Tepe von den Sumerern erbaut wurde, einer Zivilisation, die mehrere tausend Jahre später blühte. Darüber hinaus wird die Möglichkeit betrachtet, dass die Sumerer selbst von den Erbauern von Göbekli Tepe abstammen könnten. Ich hoffe, ihr seid gespannt auf meine Hypothese und lasst mich am Ende wissen, ob ihr sie für realistisch haltet oder zu sehr abgehoben. Die Sumerer gelten als eine der frühesten städtischen Zivilisationen, die sich im südlichen Mesopotamien, dem heutigen Irak, um 4500 vor Christus entwickelte. Sie waren bekannt für ihre Fortschritte in der Landwirtschaft, Architektur, Schrift und Kunst. Die Sumerer errichteten beeindruckende Tempel und Städte und hinterließen zahlreiche Tontafeln mit Keilschrift, die Aufschluss über ihre Gesellschaft, Religion und Technologie geben. Einige Forscher glauben, dass die Sumerer aus der einheimischen Bevölkerung Mesopotamiens hervorgegangen sind. Diese Theorie stützt sich auf die kontinuierliche archäologische Besiedlung in der Region, die bis in die Jungsteinzeit zurückreicht. Es wird angenommen, dass die Sumerer die Nachkommen der früheren neolithischen Bewohner des südlichen Mesopotamiens sind, die sich im Laufe der Zeit zu einer komplexen städtischen Zivilisation entwickelten. Geografische Lage von Göbekli Tepe und Mesopotamien. Göbekli Tepe befindet sich auf einem Hügel im Taurusgebirge, etwa 15 Kilometer nordöstlich von Sanliurfa. Diese Region liegt an der Schwelle zur fruchtbaren Halbwüste und ist Teil des sogenannten fruchtbaren Halbmonds, einer geografischen Region, die als Wiege der Zivilisation gilt. Mesopotamien, das Land zwischen den Flüssen Euphrat und Tigris, liegt weiter südöstlich und ist ebenfalls Teil des fruchtbaren Halbmonds. Die Entfernung zwischen Göbekli Tepe und den frühesten sumerischen Städten in Südmesopotamien beträgt etwa 700 Kilometer. In prähistorischer Zeit könnte eine solche Distanz durch Migrationen oder Handelsrouten überwunden worden sein. Eine weit verbreitete Theorie besagt, dass die Sumerer eine Gruppe von Einwanderern waren, die sich im südlichen Mesopotamien niederließen. Diese Theorie basiert auf linguistischen und archäologischen Hinweisen, die darauf hindeuten, dass die sumerische Sprache einzigartig und mit keiner anderen bekannten Sprache verwandt ist. Diese Einzigartigkeit könnte darauf hindeuten, dass die Sumerer aus einer anderen Region kamen und ihre Sprache und Kultur mitbrachten. Einige Wissenschaftler, wie der Assyriologe Benno Landsberger, haben vorgeschlagen, dass die Sumerer die Sprache und einige kulturelle Elemente der bereits ansässigen Bevölkerung übernommen haben. Nach dieser Theorie wären die Sumerer nicht die ersten Bewohner Mesopotamiens, sondern hätten sich mit den indigenen Gruppen vermischt und deren Ortsnamen und andere Begriffe übernommen. Dies würde erklären, warum die sumerische Sprache einzigartig ist, aber auch Elemente enthält, die auf eine längere lokale Entwicklung hindeuten. Ein zentrales Argument gegen die Theorie, dass die Sumerer Göbekli Tepe erbaut haben könnten, ist die erhebliche zeitliche Diskrepanz. Göbekli Tepe wurde etwa 6000 Jahre vor dem Aufstieg der sumerischen Zivilisation datiert. Wenn wir jedoch hypothetisch annehmen, dass es unbekannte Migrationen oder verlorene Technologien gab, könnte es theoretisch eine Verbindung geben. Es gibt zwar keine direkten Beweise für eine solche Migration oder Technologieübertragung, aber die Möglichkeit sollte untersucht werden, um unser Verständnis der prähistorischen Welt zu erweitern. Architektonische und kulturelle Parallelen. Ein Vergleich der Architektur von Göbekli Tepe und den sumerischen Tempeln zeigt einige interessante Parallelen. Beide Kulturen verwendeten Megalithen und errichteten Monumente mit religiöser Bedeutung. Die Reliefs und Skulpturen in Göbekli Tepe zeigen Tierfiguren, die möglicherweise eine symbolische oder religiöse Bedeutung hatten, ähnlich wie die sumerischen Zikkurats und ihre Dekorationen.
Auch die Ausrichtung und die Anordnung der Strukturen in Göbekli Tepe könnten auf astronomische Kenntnisse hinweisen, die später auch bei den Sumerern eine Rolle spielten. Diese Hypothese erfordert jedoch gründlichere archäoastronomische Untersuchungen und Vergleiche. Es gab bereits Versuche, Göbekli Tepe astronomisch zu deuten. Eine Studie von Forschern der University of Edinburgh interpretierte einige Reliefs als mögliche Darstellungen von Sternkonstellationen und sogar eines Meteoritenereignisses. Diese Deutung ist jedoch umstritten und wurde von Archäologen kritisch kommentiert. Neuere Forschungen haben gezeigt, dass die Anlage von Göbekli Tepe auf einer komplexen geometrischen Planung basiert, was auf fortgeschrittene architektonische Fähigkeiten der Erbauer hinweist. Dies könnte theoretisch auch astronomische Überlegungen eingeschlossen haben, ist aber kein direkter Beweis dafür. Die leitenden Archäologen des Deutschen Archäologischen Instituts zeigen sich offen für Diskussionen über mögliche astronomische Verbindungen, betonen aber, dass bisher kein überzeugender Beweis für eine tatsächliche himmlische Ausrichtung oder Beobachtung astronomischer Phänomene vorgelegt wurde. Technologische und organisatorische Fähigkeiten. Die Errichtung von Göbekli Tepe erforderte fortschrittliche technologische und organisatorische Fähigkeiten, die normalerweise nicht mit Jägersammlergesellschaften in Verbindung gebracht werden. Die Sumerer hingegen waren für ihre fortschrittliche Technologie und ihre Fähigkeit zur Errichtung großer Bauwerke bekannt. Wenn die Sumerer oder eine ihnen verwandte Kultur tatsächlich Göbekli Tepe erbaut haben, könnte dies auf ein bislang unbekanntes Niveau an Wissen und Fähigkeiten in der Frühgeschichte hinweisen. Mythen und Legenden. In sumerischen Mythen und Legenden gibt es Erzählungen von alten und mächtigen Zivilisationen, die vor der eigenen existierten. Einige Forscher haben spekuliert, dass diese Geschichten auf tatsächliche Erinnerungen an frühere Kulturen basieren könnten. Es ist denkbar, dass die Erbauer von Göbekli Tepe in solchen Legenden überliefert wurden und dass die Sumerer in irgendeiner Form Wissen oder Traditionen von ihnen übernommen haben. Zum Beispiel der Mythos von Eridu. Eridu gilt als eine der ältesten sumerischen Städte und wird in den Mythen als der Ort beschrieben, an dem die Zivilisation begann. Die Götter, insbesondere Enki, der Gott des Wassers und der Weisheit, sollen die Stadt gegründet haben. Die Vorstellung einer göttlichen Gründung könnte metaphorisch für den Einfluss einer älteren, bereits entwickelten Kultur stehen. Oder der Atrahasis-Mythos, der die Geschichte einer großen Flut erzählt, die eine frühere Menschheit zerstörte, bevor eine neue Generation Menschen von den Göttern erschaffen wurde. Diese Erzählung könnte auf tatsächliche Erinnerungen an klimatische Katastrophen oder kulturelle Umwälzungen hindeuten, die das Wissen und die Traditionen einer früheren Zivilisation weitertrugen. Wenn wir annehmen, dass einige dieser sumerischen Mythen auf reale Erinnerungen an ältere Kulturen basieren, könnte Göbekli Tepe als eine solche Kultur angesehen werden. Die monumentalen Bauwerke und komplexen religiösen Praktiken von Göbekli Tepe könnten in den Mythen der Sumerer überlebt haben, verflochten mit göttlichen und übernatürlichen Elementen. Angenommen, die Erbauer von Göbekli Tepe migrierten nach Süden und ließen sich in Mesopotamien nieder. In diesem Szenario könnten folgende Entwicklungen stattgefunden haben. Die Nachkommen der Erbauer von Göbekli Tepe könnten sich in den fruchtbaren Ebenen Mesopotamiens niedergelassen und die Landwirtschaft weiterentwickelt haben. Diese Entwicklung würde die Grundlage für die Entstehung der ersten städtischen Zentren und die sumerische Zivilisation bilden. Die technologischen und organisatorischen Fähigkeiten, die beim Bau von Göbekli Tepe erforderlich waren, könnten an die nachfolgenden Generationen weitergegeben worden sein. Dieses Wissen könnte den Sumerern geholfen haben, ihre beeindruckenden Bauwerke und komplexe Gesellschaftsstrukturen zu entwickeln. Religiöse und kulturelle Traditionen, die in Göbekli Tepe praktiziert wurden, könnten in die sumerische Kultur eingeflossen sein. Die Errichtung von Tempeln und die Verehrung von Göttern könnte eine Fortsetzung dieser frühen Traditionen darstellen. Unzureichende Informationen über die Erbauer von Göbekli Tepe. Die archäologischen Funde und Forschungen zu Göbekli Tepe liefern wertvolle Einblicke in die Architektur, die religiösen Praktiken und die technologischen Fähigkeiten der Menschen, die diese monumentale Stätte errichteten. Jedoch bleiben viele Aspekte ihrer Kultur,
ihrer sozialen Struktur und ihrer konkreten Lebensweise unbekannt. Es gibt keine schriftlichen Aufzeichnungen oder detaillierten Beweise über die spezifischen sozialen und kulturellen Hintergründe der Menschen von Göbekli Tepe, die eine detaillierte Analyse ihrer Beziehungen zu späteren Zivilisationen wie den Sumerern erschweren. Obwohl es einige kulturelle und technologische Parallelen zwischen Göbekli Tepe und späteren mesopotamischen Kulturen wie den Sumerern gibt, fehlen konkrete archäologische Beweise, die eine direkte Verbindung bestätigen könnten. Die Monumente und religiösen Praktiken von Göbekli Tepe weisen zwar einige Ähnlichkeiten zu späteren sumerischen Tempeln auf, jedoch könnten diese Ähnlichkeiten auch durch unabhängige Entwicklungen oder allgemein verbreitete kulturelle Motive erklärt werden. Die geografische Nähe zwischen Göbekli Tepe und Mesopotamien bietet einen interessanten Kontext für die Untersuchung möglicher kultureller Verbindungen. Beide Regionen liegen im fruchtbaren Halbmond, einer Region, die für die Entwicklung früher Zivilisationen entscheidend war. Es ist denkbar, dass die Menschen in diesen angrenzenden Regionen bestimmte kulturelle oder technologische Elemente geteilt haben könnten. Die Möglichkeit, dass sie einen gemeinsamen Ursprung oder ähnliche Entwicklungswege hatten, könnte durch Migration oder kulturelle Interaktion erklärt werden, selbst wenn direkte Beweise fehlen. Die wissenschaftliche Untersuchung der frühen Zivilisationen und ihrer Verbindungen ist ein fortlaufender Prozess. Neue Entdeckungen und Technologien könnten zukünftige Forschungen bereichern und Klarheit über mögliche Verbindungen zwischen den Erbauern von Göbekli Tepe und den Sumerern bringen. Derzeit jedoch bleibt die Frage der genauen Beziehung zwischen diesen Kulturen hypothetisch und erfordert weitere archäologische und historische Studien. Obwohl es verlockend ist, eine direkte Verbindung zwischen den Erbauern von Göbekli Tepe und den Sumerern zu postulieren, sind unsere aktuellen Kenntnisse über die Menschen von Göbekli Tepe und ihre kulturellen Kontexte noch unvollständig. Die bestehenden Parallelen und die räumliche Nähe zwischen den Regionen legen eine mögliche Verbindung nahe, doch ohne präzise Beweise und detaillierte Informationen bleibt diese Hypothese spekulativ. Die fortlaufende Forschung und archäologische Entdeckungen sind entscheidend, um ein umfassenderes Verständnis der frühen menschlichen Zivilisationen und ihrer potenziellen Verbindungen zu entwickeln. Ich hoffe, euch hat unsere heutige Erkundung der faszinierenden Hypothese gefallen, dass die Erbauer von Göbekli Tepe möglicherweise eine Verbindung zu den Sumerern hatten. Die Entdeckung und Untersuchung von Göbekli Tepe bietet uns einen tiefen Einblick in eine der ältesten Kulturen der Menschheitsgeschichte und die möglichen Verbindungen zu den Sumerern eröffnen spannende Fragen über die Ursprünge und Entwicklungen früher Zivilisationen. Was haltet ihr von dieser Hypothese? Glaubt ihr, dass es eine direkte Verbindung zwischen Göbekli Tepe und den Sumerern geben könnte, oder seht ihr andere Erklärungen für die Ähnlichkeiten und den kulturellen Austausch in der Region? Eure Gedanken und Meinungen sind mir wichtig. Bitte teilt eure Ansichten in den Kommentaren, ich freue mich darauf, eure Perspektiven zu lesen und mit euch darüber zu diskutieren. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr spannende Inhalte wie diesen sehen wollt, vergesst nicht, den Daumen nach oben zu geben und meinen Kanal zu abonnieren. Eure Unterstützung hilft mir, weiterhin interessante Themen zu erforschen und zu teilen. Ein großes Dankeschön an euch alle für eure Aufmerksamkeit und Unterstützung. Ihr macht es möglich, dass wir weiterhin gemeinsam auf Entdeckungsreise gehen und neue faszinierende Themen beleuchten können. Bis zum nächsten Mal und bleibt neugierig.